Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian. Melanie stiefelt schon fleißig nach oben, denn ihr könnt sehen, wir sind heute wieder alpin unterwegs. Wir befinden uns heute wieder in den Alpen. Wir sind hier ungefähr fast 4 Stunden, kann man schon sagen, hier hingefahren von unserem Standort aus. Und wir befinden uns jetzt im Prinzip genau an der Grenze zwischen Italien und Frankreich. Hier in den Alpen, also wir befinden uns jetzt schon wieder auf französischem Boden. Wir sind aber Richtung Italien gekommen und wir wollen uns heute vornehmlich Bunker und Stellungen, Befestigungen des Vallo Alpinus anschauen. Also alles, was zu Zeiten Mussolinis hier in den Alpen gebaut wurde. Und das wird heute nochmal besonders spannend, weil es doch wieder eine andere Art ist des Alpenwalls Richtung Frankreich. Wir haben jetzt schon viele Sachen gezeigt vom Alpenwall. Aber ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, denn wir haben hier noch einen Aufstieg, den müssen wir jetzt erstmal bewältigen. Wir kommen zuerst zu einer größeren Befestigung und dann schauen wir einfach mal weiter. Wir haben viele Spots, wie weit wir die erreichen, das werdet ihr jetzt sehen. Also bleibt dran. Ja, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, hier in diesem kleinen Streifen hier oben sehe ich auch schon 2 Schießscharten. Hier wird der erste Bunker sein. Und das Ganze richtet sich hier Richtung Frankreich aus. Boah, und man muss auch erstmal wieder reinkommen. Wir haben jetzt hier ad hoc über 2100 Höhenmeter. Und für uns Flachland-Tiroler ist das natürlich erstmal wieder Schnappatmung. Das muss man erst wieder ein paar Wochen eigentlich machen, dass man dann so drin ist. Aber es ist schon wieder krass. Wetter ist top. Ich habe hier nur die Kapuze drüber, weil der Wind ist schon ganz schön extrem teilweise, aber das ist auch normal. So, weiter geht's. So, hinter mir befindet sich jetzt der Centro 22 und jetzt müssen wir mal schauen, der gehört zur Batterie 4. Hier ist es auch ein bisschen schneelastig. Ich zeige euch das mal eben. Machen wir den Zauberstab hier zusammen. Zack. So. Also entweder verbirgt sich hier der Eingang. Ich kann das nicht ganz genau erkennen. Da muss ich irgendwie an den Schneemassenwänden vorbei. Das ist natürlich tricky. So, und hier oben haben wir die erste Beobachtungskuppel. Das ist bei den italienischen Anlagen gar nicht so weit verbreitet gewesen, sage ich jetzt mal im Vergleich mit dem, was wir bisher gesehen haben, sondern halt mehr auf französischer Seite im Bereich der Maginot-Linie. Ist auch deutlich größer, diese Kuppel. Ich weiß nicht, da gab es höchstwahrscheinlich auch so Standards. Aber ihr könnt das hier erkennen. Das ist schon richtig groß. Ja, ansonsten würde ich fast sagen, können wir schon hier oben reinschlufen. Könnt ihr das erkennen? Aber man hat hier feste Arretierungen, also hier konnte man etwas befestigen. Und so wie die Aussparung aber auch hier ist, kann ich mir vorstellen, dass das aber nicht nur rein für den Beobachter gedient hat, sondern dass man hier womöglich auch Maschinengewehr entsprechend positionieren konnte. Und da unten an der Seite wird das Sprachrohr gewesen sein, damit man hier unten in die Anlage halt entsprechend durchgeben konnte, was man jetzt hier beobachtet, was man sieht und dann halt der Artillerie entsprechend halt die Daten, die Koordinaten geben konnte, um halt den Feind zu beschießen. Aber das sieht schon krass aus hier. Wenn sich das hier mal so anschaut, das hat schon wieder was. Das wiegt, keine Ahnung, ich hatte mal, glaube ich, Werte gehört, zu 10 bis 20 Tonnen ist, glaube ich, sowas hier. Je nachdem, wie stark das ist, aber auch die Panzerplatten, die sind schon gewaltig.
Ist das noch an? Ja, okay. So Leute, also ich versuche jetzt hier mal irgendwie reinzukommen. Da ist so ein Tritt. Nee, habe ich nicht vor. Ui. Also da geht es mit einer Leiter runter. Zack, Leute. Da geht's runter und dann geht's auch weiter. Also ich kann mal runtergehen und mal schauen, ja, ob ich bis runter komme. Vermutlich, ne? Aber ich weiß nicht, ob es zu ist auf der Seite. Wir gucken einfach mal. Krass. Geht's wirklich runter. Hemi. So, ihr könnt es sehen, hier kann ich mich aber relativ gut so zurücklehnen. Also Absturzgefahr sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt weniger. Da muss ich schon ziemlich dämlich sein. Und die Sprossen, die sehen auch gut aus. Also die sind hier nicht so, keine Ahnung, ein paar Millimeter und dann schon so stark verrostet. Die sind hier wirklich ordentlich. So, trotz alledem sage ich natürlich, macht es bitte nicht nach. Hä? So, ich bin gleich unten. Ihr könnt sogar noch Melanie hören. So. Jo. Hier geht's weiter. Soll ich weitergehen? Okay. Also, Mella bleibt eben kurz oben. Falls irgendwas passiert, ist immer besser. Aber ich vermute mal fast, dass es hier noch einen anderen Zugang geben würde. Ach, du grüne Neune, hier geht's noch runter. So, wir gehen ein bisschen systematisch vor. Und zwar gehen wir hier, oh, Junge, ist richtig schlimm drin. Zuerst hier oben her. Ich komme auch hier schon zum anderen Zugang. Nö. Da fehlt mir leider. Ah, da ist die Schneewand, Leute. Da standen wir vorhin. So, jetzt weiß ich wieder nicht, ob ihr mich gerade verstanden habt, weil hier mein Funkmikro gerade in der Jacke drin war. Deshalb werde ich mich jetzt noch mal eben kurz wiederholen. Wir gehen am besten gleich noch mal daher, weil ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, wann das runtergerutscht ist. Wir sind jetzt von der Kuppel eine Etage tiefer gegangen und befinden uns jetzt in dem Centro 22 Richtung Batterie 4. Hier geht's hoch. Oh, das ist doch schon wieder größer als gedacht. Oh Gott, das ist schon wieder doch größer als gedacht, Leute. Jetzt ist die Frage, ob ich mich noch mal eben kurz an der Schneewand oben vorbeischiebe, um da Melanie noch reinzuholen, weil die wird auch gerne noch ein paar Fotos und so machen. Ja, Leute, und das ist einfach schon wieder riesig.
Deshalb, ich gehe noch mal kurz zurück und dann gehen wir noch mal hier rein. So Leute, ich bin jetzt noch mal eben wieder im Turm, weil ich mit Melanie gerne hier reingehen würde. Und wir wollen deshalb noch mal versuchen, ob wir uns an der Schneewand vorbeischieben können. Das wäre, glaube ich, eine Maßnahme. Ja, an dieser Stelle ist uns jetzt hier leider wieder Missgeschick passiert. Was heißt Missgeschick? Das Funkmikro hat hier ständig Probleme bereitet und war immer wieder disconnected. Ich weiß bis heute nicht warum. Und ja, ihr seht hier auf jeden Fall, wir haben es versucht nochmal an dem Schneebrett uns vorbeizuschieben, beziehungsweise ich. Habe dann aber festgestellt, dass die Höhe doch schon gravierend ist, so dass ich letztendlich auch gar nicht mehr oben hätte wieder zurückgehen können. Und bin dann von der Seite nochmal rein und deshalb haben wir das dann auch da gelassen, da weiter irgendwas auszuprobieren. Auf jeden Fall bin ich dann weiter in die Anlage vorgedrungen. Hier war jetzt nochmal ganz interessant, hier bin ich gestoppt. In dem Kampfraum, neben dem Schaden, gab es halt hier immer nochmal so ein Objekt, was so ein bisschen erstmal aussieht wie so eine Art Fernglas, muss aber irgendwas mit einer Bewaffnung zu tun haben. Was es genau ist, kann ich nicht sagen. Wer da eine Idee hat, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Und hier sehen wir im Prinzip nochmal die Scharten jeweils. Hier wieder diese komplette Metallvermantlung ringsrum. Das gleiche Pendant gibt es dann auch nochmal auf der gegenüberliegenden Seite. Das wird jeweils wieder für ein Maschinengewehr gewesen sein. Hier sieht man wieder die runde Form und da nochmal diese Metallelemente nach innen hin. Hier können wir auch nochmal rausschauen. Also sollte hier im Prinzip an dem See, schräger Fluss, diese Seite halt überwacht werden und gegebenenfalls auch beschossen werden. Dann konnte man sich wie in so einer Art Rondell bewegen. Also man geht jetzt hier im Prinzip die Treppe hoch und landet dann da auch wieder in einem weiteren Abschnitt des Bunkers. Und das war hier auch ganz interessant, weil, das seht ihr jetzt, wenn wir hier die Treppe hochkommen, das hatte ich so auch noch nicht gehabt. Also das war hier, also der komplette Vorraum war sogar Metall ummantelt. Man sieht an den Seiten auch noch jeweils die Schweißnähte, also das waren schon, sind Schweißnähte, glaube ich, gewesen. Also die Elemente waren voneinander getrennt. Hier zeige ich es auch nochmal im vollen Umfang mit ausgefahrener Kamera. Auch die Größe, ich konnte da ohne Probleme stehen bei über 1,90 und also hier hat man wirklich das Ganze komplett gesichert. Das geht den Gang halt runter, also das hatte ich so in der Form auch noch nicht erlebt. Das waren ja immer entweder nur so Glocken oder halbe Elemente, die diesen Metallmantel hatte, aber das war wirklich komplett, also echt großes Ding letztendlich und muss halt wirklich mehrere Tonnen gewogen haben. Da zeige ich nochmal den Abschnitt, dass das halt mehrere Elemente sind, die man dann irgendwie zusammengefügt hat. Und ja, ich gehe davon aus, dass hier einfach ein größeres Maschinengewehr gestanden hat. Ja, hier zeige ich im Prinzip auch nochmal, wie hoch das Ganze ist. Ich muss mich da diesmal nicht bücken. Und hier war ganz interessant, nämlich auch eine Inschrift, Corporale Memo Agostino. Zwischen Corporale und Memo Agostino steht, glaube ich, auch noch ein kleines Wort, aber das konnte ich dann nicht mehr lesen. Vermutlich weist das jetzt auf die Einheit hier hin oder den Posten, der das Ganze hier im Prinzip übernommen hat. Hier die Arretierung auch nochmal, das sieht man auch, wie das Ganze da abgetrennt wurde. Und hier haben wir auch noch einen Stempel vorne drauf. Das hat man auch an einigen Stellen gesehen, dass es immer mal wieder so eine Art Stempel gab. Auf jeden Fall ganz, ganz interessant die Anlage. Also in der Form
auch komplett neu für uns gewesen. So, hier gehen wir im Prinzip nochmal zurück und ja, sind im Prinzip nochmal in einem separaten Raum, wo, ja, wenn man das mit Hilfe der Podeste irgendwie versucht nachzuvollziehen, wahrscheinlich wieder irgendwelche technischen Geräte gestanden haben, entweder ja irgendwelche Aggregate, Motoren etc., die entweder was mit Frischluft zu tun haben oder Wasser verteilt haben in die Anlage, je nachdem. Und hier geht es halt wieder in einen dieser endlosen, also gefühlt endlosen Gänge, die einzelnen Abschnitte miteinander verbinden. Und ja, der Putz fällt da auch überall oder ist überall von den Wänden auch abgefallen. Und ja, hier geht man im Prinzip auch wieder runter. Ja, und das war jetzt im Prinzip auch der Weg, wo wir auf der anderen Seite nämlich rausgegangen sind. Hier gibt es auch nochmal eine Bezeichnung an dem Eingang. Das hatte ich dann an einem anderen Bunker auch nochmal gesehen. Hier zwischen diesen Felsnischen war im Prinzip der eigentliche Zugang, also sehr gut versteckt. Auch hier nochmal so ein florales Symbol, irgendeine Blume, könnte auch eine Bedeutung gehabt haben für die Einheit. Und ja, hier bin ich ein bisschen am Lachen, weil ich dann von da aus ja, Melanie überraschen wollte. So, etwas weiter oben angekommen, haben wir jetzt hier ein riesiges Fort. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich das jetzt nirgendwo gelesen habe. Ich kenne mich jetzt nicht mit jedem Fort im Detail aus, was hier gibt. Wirklich extrem viele Forts auch, die über die Zeiten hier entstanden sind, gerade was Grenzbefestigung und so weiter anbelangt. Das Fort heißt, glaube ich, Fort de Ronque oder Ronque, Fort de Ronche, italienisch dann, oder also Fort de Ronque oder Fort de Ronque, französisch, wenn ich das richtig ausspreche. Tut mir leid an alle, die des Französischen mächtig sind. Oder Fort de Ronche. Ronche. Ich habe es da immer ein bisschen schwer, was die Aussprache dieser Sache anbelangt, aber ich wollte euch die Information eben geben. Ja, und das ist wie so ein Kastell im Prinzip aufgebaut, ne? Das muss aber deutlich vor der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs schon entstanden sein, weil diese Bauweise hier mit diesem Bruchstein zeigt das eigentlich auch irgendwo schon. Man hat trotzdem entsprechende Schaden. Hier kleinere für Gewehrschaden. Hier hat man praktisch dieses Grabensystem und hier hat man auch größere Öffnungen für Kanonen. Unten war jetzt leider ein Tor, aber das war versperrt. Man sieht das ja hier auch an den Scheinwerfern, die hier an der Seite installiert sind, dass das hier dann entsprechend touristisch erschlossen ist. So, und hier auf der Seite haben wir jetzt eine weitere Befestigung des Alpenwalls. Hier liegt noch ein Werk darüber. Da wird der Eingang noch mal dahinter sein. So, da vorne kommt schon Melanie, die ist auch schon einmal drum gelaufen. Oh, hier pfeift wieder einer. Hier ist irgendwo ein Murmeltier am Pfeifen. Ich sehe es aber gar nicht. Doch, da. Da guckt es raus. Hat ein bisschen Angst vor uns. So, weg vom Fort de Ronque. Quer durch das Murmeltiergebiet. Und zu dem zweiten Bunker, den wir gesehen haben, etwas höher. Und oh, ich weiß nicht, was los ist, aber ich bin nur wieder ein paar Höhenmeter hoch und es kesselt einen richtig weg. Oh, krass.
sonst eigentlich nie Probleme habe, aber heute ist krass. So, da ist das gute Stück. Da ist nochmal das Vor. Mella ist hier, ganz winzig. Und hier ist das Ding. Jetzt sehen wir das mal von außen. So, wir waren in dem anderen drin, haben es nicht nur noch mal von außen gezeigt. Jetzt stehen wir hier direkt davor. Ja, also da ist, ich weiß nicht, was das halt da ist. Das sah komisch aus mit dieser, das sah eigentlich aus eher wie so ein Fernrohr, so ein großes, diese Metall, ja, das Metallteil, was da eingelassen gewesen ist. So, und hier sind da noch 2 Maschinengewehre. Das sieht mir auch so ein bisschen aus wie der Notausstieg, weil das ist ja ziemlich winzig. Boah. Wenn ihr das mal seht hier. Ja, das ist nur ein Notausstieg. Aber ich mich jetzt hier durchquetsche, ehrlich gesagt. Ich bin da immer der Freund von erstmal eben alles abchecken, ehe man da reinrammelt. Mittlerweile gibt es noch ein viel größeres Ding. Oh. Das sieht doch schon mal ganz passabel aus hier. Versteckt. Jo, das ist er. Oh, yep. Cool. Aber es ist wieder so ein scheiß Schneebrett hier in der Mitte. Verdammt. So, jetzt ist mal eben über das Schneebrett hier sliden, um in diesen Bunker reinzukommen. Oh, jo. Boah, hier ist so eine richtige Eisschicht. Da weiß man wie hoch man ist, ne? Krass, Leute. Schaut euch das mal an. Und hier sind wir direkt im Kampfraum. So, vom Aufbau müsste der eigentlich identisch sein. Oh, genau, hier ist nur dieses Metallteil raus, was wir vorhin gesehen hatten. Im anderen Bunker, genau. Und hier ist es wirklich identisch. Also hier 4 Maschinengewehr und hier. Also der ist exakt gleich aufgebaut. Das heißt, auch unten werden die Räumlichkeiten jetzt genauso sein. Weil da will ich mir lieber noch, ja, es ist genauso. Da will ich mir jetzt lieber, ehrlich gesagt, noch ein paar andere Sachen weiter unten angucken, an dem See, die für uns noch interessant sind. Und da lasse ich jetzt die restliche Erkundung hier an der Stelle aus, weil das ist dann alles doppelt gemoppelt und für euch dann zu langweilig. Wenn es noch richtig krasse Einbauten geben würde, dann ist es was anderes. Aber das ist in dem Fall leider nicht so. So Leute, wir sind abgestiegen. Wir waren da oben, sind hier runter. Und wir haben jetzt hier ein weiteres Werk, was sich hier drin verbirgt. Ihr könnt hier schon die Betonwand sehen. Das sieht auch richtig toll aus hier mit der Landschaft, mit den Bergen. Hier vorne ist ein See, der wird auch nochmal richtig spannend gleich für uns. Und wir gehen jetzt erstmal hoch. Den Eingang gucken wir uns gleich an. Überall sind auch die Murmeltiere am Pfeifen.
Also hier sind wirklich sehr viele Murmeltiere. Richtig toll. Da ist sogar noch ein Wasserfall. Also das ist landschaftlich hier mit eins der schönsten Bereiche, wo man Anlagen jetzt vom Vallo Alpino sehen kann, vom Alpenwall. Hier jetzt sieht man mal hier diesen Einbau. Der war ja vorhin komplett frei, da bin ich hereingekrochen. Und hier hat man praktisch noch mal so eine kleine schwenkbare Kuppel drin. Und da muss ein Maschinengewehr drin gewesen sein, was man hier versetzen konnte. Hier auch noch. Und hier kann man wieder reingehen auch. Wow. Also bei diesem See, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich glaube mal, dass der gar nicht so wirklich existieren würde, weil das hier angestaut ist. Dass das eher ein Fluss ist, weil das Interessante ist, dass da auf der Insel auch ein Bunker ist. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Jetzt von der Bauweise her, weil man sieht auch da hinten, dass jetzt aktuell, das sind noch mehrere Bunker, dass diese Bereiche normalerweise alle unter Wasser wären. Und dann wären auch diese Bunker unter Wasser. Deshalb vermute ich ganz stark, dass das eher ein Fluss hier gewesen ist, weil das habe ich schon öfters gesehen. So dass die Bunker nicht direkt jetzt im Wasser gewesen wären. Weil je nachdem, wie viel Wasser jetzt hier drin wäre, bei Schneeschmelze, dann ist der auf jeden Fall weg. Alles klar, Leute, wir sind drin. Der Zugang war ziemlich einfach, im Gegensatz zu dem letzten. Und wir sind jetzt die Treppe hier rein. Wir haben jetzt hier auch direkt schon wieder so ein Becken. Hier eben ein Sockel, ein Betonsockel und hier noch, ja, es sieht so ein bisschen aus, als ob hier auch ein Tank oder irgendwas befestigt gewesen ist. Dass das hier irgendwas mit der Frischwasserversorgung zu tun hatte. So, und jetzt bewegen wir uns wieder in unseren Gängen unterirdisch. Oh, hier geht's runter. Oha, das sieht aber jetzt mal komplett anders aus. Und das, wie gesagt, da wiederhole ich mich auch nochmal. Das ist halt spannend, dass das doch alles irgendwie anders ist. Das so, sowas haben wir noch nie gesehen, ne? Hier ist jetzt eine Tür, die an der Seite weg ist, aber auch hier dieser Ausbau hier an der Seite und diese Kammer. Sehr merkwürdig. Also hier unten werden Leitungen durchgegangen sein, klar. Hier hat man vorbereitet, aber wahrscheinlich nicht zu Ende geführt oder schon wieder rausgeholt gehabt. Wie gesagt, die Werke waren ja eigentlich zum größten Teil nicht fertiggestellt, sondern haben diese Ausbaustufe erreicht. Oh, das sind die Treppen des Todes wieder. Die 1000 Treppen des Todes. Wer da schon mal ein Video von uns angeschaut hat vom Opera 10, vom Vallo Alpino, der weiß, was ich meine. Die Treppen des Todes. Gefühlt 1000 Treppen, sind aber keine 1000 Treppen, klar. Aber die haben halt auch so ein komisches Maß, diese Treppen. Das ist nicht immer so das typisch kennen. Man läuft irgendwie so ein bisschen merkwürdig einfach. Boah. Und jetzt laufen wir hier in den Berg hoch. Da ist Melanie. Und wir gehen hier weiter hoch. Ich glaube, hier geht es eigentlich zum Turm. Kann das sein? Ja, hier geht es zum Turm. Wir wären hier auch gar nicht runtergekommen, weil die Leiter komplett weg ist. Da seht ihr nämlich diesmal die geschlossene Tür, aber hier seht ihr, es gibt keine Stiegen mehr. Also können wir uns das sparen. Das ist schon irgendwie mystisch, ne? Hier ist auch wieder eine Tür draußen.
Was ist das? Was sind das hier für Kammern gewesen? Ich glaube mal, hier wird was mit der Belüftung gestanden haben. In diesen Nischen. Boah, der Betonboden ist auch komplett hochgekommen. Jetzt geht's wieder hoch. Schaut euch das mal an. Die Metallträger hier oben. Und da ist ein riesiger Turm. Oh, wie komme ich da denn jetzt hin? Ja. Da fehlt aber auch schon alles. Dieses Brett, diese Metallplatte da stand man oben nämlich drauf. Da habt ihr es jetzt nochmal vollständig. Wie es aussieht da mit diesem Bruchstein an der Seite, ist auch wieder eine coole Tarnung einfach. Und den Beton hat man so ein bisschen schräg, so kantig gemacht, damit das nicht zu glatt ist. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen historisch zu der ganzen Sache. Der Alpenwall, der unter Mussolini errichtet worden ist im Prinzip vergleichbar eigentlich wie mit der Maginot-Linie oder der Siegfried-Linie, also dem Westwall in der Zeit, in der Epoche, wo sich Staaten im Prinzip durch Lehren des Ersten Weltkriegs entsprechend absichern wollten und ihre Position, ihre Grenzen zu Nachbarländern, mit denen sie schon im Vorfeld Konflikte hatten, einfach zusätzlich absichern, um halt den anderen Ländern zu signalisieren, wenn er versucht hier reinzukommen, wird das halt euer Untergang. Und man hat natürlich wie in Frankreich, auch in Italien unheimlich viel Geld in diese Anlagen gesteckt und letztendlich der Nutzen ist halt nur minimal gewesen. Ja, auch Maginot-Linie war ja jetzt im direkten Vergleich jetzt zum Alpenwall sehr stark ausgebaut, also schon mit Kanonenbewaffnung und was weiß ich, die Mannschaften, die Soldaten wurden ja auch schon trainiert in den einzelnen Werken auf Alarm und so weiter. Aber auch diese vollumfänglich ausgebauten Werke haben ja, sage ich mal, den Krieg nicht überstanden oder konnten dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nichts entgegensetzen, weil sich ja die Technik schon weiterentwickelt hat und der Anspruch an solchen befestigten Anlagen nicht mehr so wirklich gegeben war, ne? Weil man immer noch diesen Grundsatzgedanken hatte, dass es wie im Ersten Weltkrieg, Grabenkriegen, Stellungskrieg gab und wenn man diesen Stellungskrieg führt, mit schweren Festungen, bereits ausgebauten Stellungen, dass man dann irgendwann die Oberhoheit hat und vor allen Dingen auch seine Soldaten entsprechend schützen kann. Und das letztendlich nicht so wird wie in der Knochenmühle im Ersten Weltkrieg. Ne? Ein paar Sachen habe ich jetzt hier, während ich euch hier was erzähle, schon wieder gespottet. Und zwar haben wir hier einmal diesen Bereich, könnt ihr wahrscheinlich alle schon erkennen. Da die Mauern und sogar da unten am Flussbett, ich guck mal da, ja, da ist auch was. Und man sieht einfach hier, dass das durch den See, wo ich immer noch der Meinung bin, dass das nicht immer ein See gewesen ist, aber ich kann mich auch täuschen, weil sonst hätte man das da auf jeden Fall nicht so gebaut. Das hätte keinen Sinn ergeben. So Leute, manchmal ist das so, dann läuft man schon runter und dann läuft man wieder dran vorbei. Weil da oben ist das Ding und wir sind hinten runter. Diesen Weg hier, den es hier gibt, muss ich hier nochmal hoch. Also wenn ihr Valle Alpino besuchen wollt, dann Kondition, Ausdauer, ja, Ausrüstung muss auch stimmen. Jetzt ist es mir gerade schon wieder zu warm. Vorhin war aber ein extremer Wind. Oh. Also das ist nichts im Vergleich zum Westwall hier.
Hier machst du ordentlich Meter in den Bergen. Aber danach hat man sich sein Schnitzel und seine Pommes verdient. Oh. So, hier kann Ruthless TV reinkriechen, wenn sie keinen Bock haben, den Haupteingang zu nehmen. Kleiner Spaß. Nee. Wenn es einen Haupteingang gibt, der offen ist, gehe ich natürlich da rein. Ich pumpe wie so ein Maikäfer. Das ist das gute Stück. Also sorry an alle Leute, wenn das Video vornehmlich aus Keuchen und zwanghaften Luftziehen besteht, aber irgendwie merke ich es hier so extrem, dass die Luft irgendwie, aber wir sind eigentlich jetzt hier nur auf 2,6. Was willst du machen? Aber ich kann auch das Video nicht ständig unterbrechen, sonst komme ich ja nicht voran. So mit O. Das sieht hier ganz stark nach dem Hauptzugang aus. Taschenlampe. Let's go. So, wer anderen eine Grube gräbt, das muss irgendwas für Abwasser hier sein. Aha. Das sieht ein bisschen anders aus hier mit der Scharte. Ja. Also die zeigt halt auf den Fluss, ne? Beziehungsweise jetzt ist es ein See, aber da hat man wahrscheinlich diesen Flussübergang damals versucht zu sichern. Das ist ja alles in der Nähe von irgendwelchen Passstraßen, Zuwegen. Oh, jetzt habe ich mir fast den Kopf hier gestoßen. Passstraßen und Zuwegen installiert wurden bzw. errichtet wurden. Achso, hier sind wir schon wieder am Hauptzugang. Viele Mücken hier. Und hier oben waren diese Versorgungsrohre übrigens untergebracht. Das ist wieder identisch, hier hat man wieder diesen Sockel und dann dieses Passeng, sage ich jetzt mal, hier unten. Ich frage mich halt nur, ob der noch einen zweiten Zugang hatte. Türen sind auch nicht mehr drin. Okay. Ja, das ist wieder der Mannschaftsraum. Und dann sind wir hier im Prinzip auch wieder durch. Wie gesagt, die Anlagen sind eigentlich interessanter, so gesehen, von außen und von der Lage, wo sie halt liegen. Ist eine wunderschöne Landschaft. Aber innen ist eigentlich nichts mehr groß irgendwie vorhanden, wenn es überhaupt mal vorhanden gewesen ist. Die meisten Anlagen im Vallo Alpino, wo noch Inventar reingekommen ist, sind im Prinzip bis in die 90er noch von der italienischen Armee genutzt worden. Das sind
aber nicht sehr viele Anlagen. Da hat man beispielsweise so ja, Kommunikationsbunker und so weiter errichtet und weniger jetzt ja, Kampfbunker, also da nochmal Kanonen oder so eingebaut. Da, wie gesagt, das waren nur wenige Anlagen, die fest installierte Kanonen bekommen haben. Ja, trotzdem ganz interessant, das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Und jetzt gehen wir mal runter direkt zu dem See. So, wir sind unten. Direkt an dem See. Und jetzt schauen wir uns mal hier den Bunker eben noch an. Ja, wie gesagt, das sieht mir alles hier so aus, als ob das nicht so früher gewesen ist zu der Zeit. Da müsste man jetzt natürlich wieder sich Referenzfotos anschauen, sofern es die halt gibt. Von unten sah der jetzt viel kleiner aus. Ist aber auch schon wieder so ein riesen Okolyt. Boah. Und da oben ist noch ein zweiter. Vielleicht dient der als Beobachter. Erstmal oben drauf. Auch da diese komischen Mauern hier. Ihr habt auch wieder die Moniereisen drin für die zusätzliche Abtarnung, die hätte noch erfolgt. Ja, das muss ein Beobachter sein oder Maschinengewehr noch. Und es sind normalerweise auch da noch welche irgendwie drin. Das zieht sich noch bis da hinten hin. Aber die kann ich jetzt mit dem bloßen Auge nicht entdecken, weil da oben waren wir jetzt drin. Auch den sieht man schon fast kaum. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwie jetzt reinkommen. Ja, jetzt schon der Zugang. Das bedeutet, dass die Scharten ja, in diese Richtung zeigen müssen. Ja. So, und da drüben ist aber ein Pendant noch. Hier unten, wie gesagt, in dieser Insel auch noch. Da sind noch weitere Bunker. Also man hat hier wieder so diese Feuerlinien, diese übergreifenden Feuerlinien halt auch gezogen, damit man halt keine toten Winkel hat. Und deshalb stehen hier auch so massiv viele dann in dem Moment. Okay. Wie gesagt, ich vermute, dass der immer unter Wasser ist. Ich sehe es halt auch schon. Ja, die Ablagerung hier. Der ist normalerweise komplett unter Wasser. Man sieht es jetzt hier. Jo. Ich glaube, wir kommen gar nicht groß weiter. Oh, da sieht das so hinten so geziegelt aus. Hier auch irgendwie. Das täuscht aber. Boah. Das ist aber wieder eine Tropfsteinhöhle hier. Ja, guck mal, da unten ist auch ein toter Fisch drin. Tatsächlich eine Forelle.
Wir kommen hier nicht mehr raus, als das Wasser zurückgegangen ist. Ja Leute, in den Kampfraum komme ich auch nicht wirklich. Hier ist auch dicht. Und auf der anderen Seite wird es, glaube ich, auch nichts werden hier. Oder? Doch, hier. Boah, hier ist das Wasser zu tief. Ja, da ist auch noch mehr Wasser drin, Leute. Das wird nichts. Rückzug. Aber trotzdem cool, das hier noch mal zu sehen. Ich zeige euch das noch mal eben. Der Kampfraum war, wie gesagt, komplett unter Wasser. So, mal ein bisschen langsamer hier. Und der ist normalerweise komplett unter Wasser. Und die auf der Insel genauso. Da wird auch mal was gestanden haben. Interessant. So Freunde, an dieser Stelle war es das mit dem Video. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, euch die Anlagen, die wir noch zeigen konnten vom Vallo Alpino, vom Alpenwall, die wie gesagt damals unter Mussolini errichtet worden sind. Und vor allen Dingen, was wir auch sehr spektakulär fanden, ist auch einfach die Landschaft und vor allen Dingen die alten Festungen, die man hier damals errichtet hat. Wir haben euch die Informationen dazu entsprechend eingeblendet. Das fügt sich halt irgendwie in die Landschaft halt so ein. Ne? Das ist schon, das macht es einfach aus. Ne? Auch wie gesagt, wenn nichts weiter drin ist, keine Technik oder sonstige Sachen, Inschriften groß. Es ist die Summe der Landschaft und der Anlagen. Das ist irgendwie so homogen und ja, das ist einfach klasse. Ja, wenn ihr selbst schon mal hier gewesen seid, dann könnt ihr uns gerne was in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, es gibt hier noch mehr Anlagen, auch an diesem Punkt. Wir haben jetzt nicht alle angelaufen. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr schwierig teilweise auch. Und ja, der Nutzen ist halt auch nicht ganz gegeben. Wir wollten euch, wie gesagt, exemplarisch einige Sachen davon zeigen, aber nicht alle. Das wäre dann auch zu langweilig für euch. Ja, Abo ist gerne gesehen, Like auch. Wie gesagt, Abo ist kostenlos. Da bezahlt ihr jetzt nichts. Einfach die Glocke auch aktivieren, dann werdet ihr immer auf dem aktuellsten Stand gehalten, wenn hier irgendwas los ist auf dem Kanal. Und ja, wir freuen uns riesig über eures Feedback. Das kurbelt auch immer den Kanal an und zeigt YouTube halt auch, dass Interesse besteht und das ist ja wichtig. So, wir melden uns für heute ab und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.